Hallo, ich freue mich, dass ihr wieder bei mir eingeschaltet habt. Ich bin Nicole von Nicoles Zuckerwerk. Heute habe ich eine Minecraft-Torte für euch, denn für den lieben Yannick habe ich in den vergangenen Tagen eine Geburtstagstorte machen dürfen und er hat sich einen Minecraft-TNT-Würfel gewünscht. Ich zeige euch in meinem heutigen Video, wie ich diese Torte hergestellt habe. Ich habe mir hier meinen Schokokuchen schon vorbereitet. Den habe ich schon am Tag zuvor gebacken, damit er richtig gut ausgekühlt ist und sich nun auch richtig gut schneiden lässt. Ich habe hier das 1,5-fache Rezept von meinem Schokorührkuchen gebacken, den ich euch jetzt hier oben in der Infocard verlinke. Ich habe den Kuchen in einem rechteckigen Tortenrahmen gebacken, den ich so groß ausgezogen habe, damit ich jetzt gleich zwei meiner Vierecke A14 x 14 cm hieraus ausschneiden kann. Dann brauchen wir ein Cakeboard. Ich habe hier eine Kaperplatte, die ich mir schon auf die richtige Größe 14 x 14 cm zurechtgeschnitten habe. Ich kaufe diese Kaperplatten immer im Architekturbedarf. Einen Shop findet ihr unter dem Video verlinkt in der Infobox. Dann brauchen wir natürlich Smarties und einen Ausstecher, weil ich eine Piñata mache. Und wir brauchen eine Ganache. Ich habe hier eine Kinderschokoladenganache aus 600 Gramm Kinderschokolade und 200 Gramm Sahne hergestellt. Ich messe mir zuallererst die Mitte meines Kuchens mit Hilfe eines Lineals aus und teile diesen durch. Anschließend schneide ich mir mit Hilfe meines Cakeboardes 2 Quadrate zurecht. Nun wird der Kuchen gestapelt und dazu teile ich mir meine beiden Quadrate erst einmal in der Mitte durch. Und steche mir in 3 von den Quadraten genau mittig ein Loch hinein. Das erste klebe ich dann mit etwas Ganache auf meinem Cakeboard fest. Achtet bitte darauf, dass ihr die Ganache nicht in die Mitte streicht, sonst würden später eure Smarties auf dem Cakeboard kleben bleiben. Mit Hilfe von etwas Ganache klebe ich nun die 3 Kuchenstücker zusammen, die ich mit dem Loch versehen habe. Natürlich kommen vorm Verschließen noch die Smarties in das Loch hinein und dann wird mit dem letzten, mit dem 4. Kuchenstück, wo ich kein Loch ausgeschnitten habe, das Ganze verschlossen. Ich verwende für das letzte obere Teil immer den gebackenen Boden eines Kuchens, da dieser richtig schön gerade ist. Mit einem Lineal messe ich nochmal nach, da mein Kuchen ja ein Maß von 14 x 14 cm hatte. Ich kam relativ gut mit meinem gebackenen Kuchen hin, musste hier auch nichts mehr zurechtschneiden und kann ihn anschließend direkt mit der Ganache einstreichen. Ich mache dies meist in 2 bis 3 Schichten. Die erste Schicht dient mir meistens in allererster Linie mal, dass die Krümel gebunden ist und der Kuchen einfach auch ein bisschen stabiler wird. Anschließend glätte ich die Seiten mit einer Teigkarte, beziehungsweise ich verwende hier immer die Japan-Spachtel, die ich mir im Baumarkt kaufe, aus dem einfachen Grund, da die nämlich eine richtig schöne scharfe Ecke haben und auch rechtwinklig sind.
Mit einer Wasserwaage kontrolliere ich dann nochmal den Kuchen, ob er auch wirklich richtig schön gerade ist. Ich finde es immer sehr sinnvoll, so eine kleine Wasserwaage im Haus zu haben. Die habe ich mir extra zum Herstellen der Torten gekauft, da ja doch immer auch mal die Oberfläche etwas schief ist. Nachdem ich die Oberfläche nun grob mit Ganache eingestrichen habe, lege ich jetzt hier ein Backpapier drauf, wende meinen Kuchen, sodass er nun auf dem Kopf steht und arbeite nun die untere Kante, die direkt auf dem Backpapier drauf liegt, nochmal nach. Durch diese Wendemethode habe ich nachher, nach dem Kühlen, wenn ich die Torte wieder zurückwende, eine richtig schöne scharfe Kante an der Oberfläche. Ich mache das jetzt hier einmal rundherum, streiche nochmal mit meiner Teigkarte glatt und gebe den Kuchen für mindestens eine halbe Stunde in den Kühlschrank. Nachdem er nun richtig schön durchgekühlt ist, er war jetzt bei mir eine gute halbe Stunde im Kühlschrank, wende ich ihn einmal wieder zurück, ziehe vorsichtig das Backpapier ab und so könnt ihr jetzt auch erkennen, dass ich am oberen Rand nämlich richtig schöne scharfe Kanten habe. Anschließend gleiche ich Unebenheiten nochmal mit etwas Ganache aus und dann kann mein Kuchen wieder in den Kühlschrank. Während er nun durchkühlt, habe ich mir den Fondant gefärbt. Ich habe hier Massaticino Fondant, den ich hier mit roter Pastenfarbe von Rainbow Dust und Puderfarbe von Patti Versand eingefärbt habe. Diesen rolle ich, damit er auf der Arbeitsfläche nicht kleben bleibt, auf etwas Speisestärke aus. Dieses Stärkesäckchen, das könnt ihr übrigens ganz einfach selber herstellen. Wie? Das verlinke ich euch jetzt hier oben in der Infocard. Ich empfehle euch für eckige Torten den Fondant nicht ganz zu dünn auszurollen, denn durch die scharfen Kanten kann er nämlich auch sehr schnell einreißen, wenn ihr ihn zu dünn ausrollt. Da der Kuchen auch etwas höher ist, zieht er sich nach unten nämlich auch immer etwas dünner und von daher rollt ihn, wie gesagt, nicht ganz so dünn aus, damit er nicht einreißt. Ich arbeite bei eckigen Torten immer erst die Ecken rechts und links und schiebe dann den Fondant an der langen Seite nach unten, indem ich ihn unten etwas wegnehme und von oben mit der Handkante faltenfrei nach unten ausschiebe. Anschließend nehme ich den groben Überstand mit einem Marzipanmesser weg. Den Überschuss knete ich immer wieder zusammen, der muss selbstverständlich nicht weggeworfen werden, verpacke ihn wieder in eine Tüte und hebe ihn so für die nächste Torte auf. Anschließend arbeite ich die untere Kante mit dem Fondantglätter noch etwas nach, bevor ich dann mit dem Marzipanmesser den restlichen Überschuss auch wegnehme. Mit den Fondantglättern wird natürlich auch die Torte rundherum geglättet, genauso auch wie die Kanten. Hier empfehle ich euch, wenn ihr keinen speziellen Fondantglätter habt, funktioniert das auch super mit 2 Fondantglättern und so, wie ich euch das hier zeige. So könnt ihr nämlich auch schön die Kanten noch etwas scharfkantiger ausarbeiten.
Anschließend präge ich die typische Optik des Würfels mit einem Modelliertool ein. Natürlich, damit das alles gleichmäßig wird, verwende ich noch ein Lineal dazu. Mit dem Lineal präge ich es mir auch erstmal vor, rundherum, und arbeite es dann mit meinem Modelliertool nochmal etwas tiefer nach. Damit das Ganze noch etwas mehr Tiefe bekommt, verwende ich hier rote und braune Lebensmittelpuderfarbe und pudere mit einem schmalen Pinsel diese Vertiefungen noch einmal nach. Überschüssige Pulverfarbe pudere ich nochmal mit einem weichen, fluffigen Pinsel ab. Anschließend rolle ich mir hier hellgrauen Fondant aus und schneide mir hier die kleinen grauen Würfel, die auf der Oberseite des TNT-Würfels noch hingeklebt werden. Von den Maßen her kann ich euch jetzt gar nicht mal so viel dazu sagen, da jede Torte ja auch immer ein bisschen unterschiedlich ist. Da müsst ihr euch einfach nach den Maßen eurer Torte richten. Ich habe diese hellgrauen Würfel etwas kleiner geschnitten, wie die Quadrate, wie die roten Quadrate auf meinem Würfel sind. Mit etwas Zuckerkleber habe ich diese dann aufgeklebt. Anschließend habe ich noch kleinere Quadrate aus dunkelgrauem Fondant geschnitten. Hierzu habe ich mir einfach in den hellgrauen Fondant noch etwas schwarz eingeknetet und schneide hier 16 kleine Vierecke aus, die ich natürlich auch noch auf die Oberfläche aufklebe.
Für die schwarzen Drähte, ich vermute mal, es sind Drähte, ich bin kein Minecraft-Spieler, aber ich benenne es jetzt einfach mit Drähte, nehme ich mir hier meine Fondantpresse, habe mir eine etwas größere runde Lochscheibe hier hineingegeben und schmeiße mir jetzt hier schwarzen Fondant aus, den ich zuvor mit etwas CMC angewirkt habe. Ich habe hier extra etwas CMC hineingeknetet, denn dieses bewirkt, dass der Fondant sehr viel schneller aushärtet, da diese Drähte ja auch nach oben stehen sollen. Ich habe sie mit etwas Küchenrolle gestützt und so habe ich das Ganze eine Stunde trocknen lassen und habe die Küchenrolle dann nach einer Stunde rausgenommen und die Drähte waren dann richtig schön standfest auf der Oberfläche. Für die TNT-Schilder habe ich mir hier weißen Fondant ausgerollt. Auch hier nenne ich euch extra kein Maß, denn ich habe mir zuvor natürlich meinen Kuchen ausgemessen und entsprechend der Größe meines Kuchens dieses natürlich ausgeschnitten. Für die Buchstaben rolle ich mir einfach schwarzen Fondant aus, schneide diese mir zurecht. Das ist auch wirklich ganz einfach. Hier braucht ihr nämlich keinen speziellen Ausstecher und klebe diese dann im Anschluss auf das weiße Schild drauf. Ich habe mir jetzt 4 von diesen Schildern vorbereitet, habe sie, bevor ich sie an der Torte mit Zuckerkleber angeklebt habe, noch eine halbe Stunde an der Luft trocknen lassen, denn so kann man sie viel besser hochnehmen, ohne dass der Fondant beim Ankleben zu stark verzieht. Zum Schluss habe ich die Torte noch auf ein Cakeboard gesetzt. Ich habe auch hier eine Kaperplatte mir zurechtgeschnitten, habe diese mit grünem Fondant eingekleidet. Das habe ich schon am Tag zuvor gemacht, denn so war nämlich auch diese Fondantdecke auf dem Cakeboard etwas fester und ich kann hier problemlos die Torte aufsetzen. Damit diese auch nicht verrutscht, habe ich noch etwas Ganache darunter gegeben und die Torte darauf festgeklebt. Für das Geburtstagskind habe ich mir natürlich noch den Namen und das Alter mit entsprechenden Ausstechern ausgestochen.
drapiere diese erstmal locker auf diesem Cakeboard drauf, damit ich erstmal gucke, wie ich das anordne, wie es auch passt, bevor ich diese auch mit Zuckerkleber dann festklebe. Zu guter Letzt bekam mein Cakeboard noch ein Satinbändchen an den Rand, was ich im hinteren Bereich mit einer Stecknadel fixiert habe. Und dann war meine Geburtstagstorte für den lieben Jannik auch fertig gewesen. Ich hoffe, meine Torte hat euch gefallen und wenn ihr auch mal so eine hergestellt habt, dann postet sie mir doch gerne auf meine gleichnamige Facebook-Seite oder bei Instagram mit dem Hashtag Nicoles Zuckerwerk. Ganz wichtig, sonst finde ich die Torte nämlich nicht. Die Rezepte, genauso auch wie die Produkte, die ich in diesem Video verwendet habe, findet ihr hier unter dem Video in der Infobox. Ich freue mich, dass ihr mir zugesehen habt und dann sehen wir uns im nächsten Video. Macht's gut. Tschüss.